sehen könnt. Das A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Das ist natürlich sehr schwer für euch zu sehen. Die Aussprache habt ihr so gehört, aber man kann es auch, schaut mal, ich habe mir noch mehr Gedanken gemacht dazu, in einer Tabelle sehen, wie ich das Ganze noch verfasst habe. Der Buchstabe A wird ausgesprochen A. Seht ihr das hier? A groß geschrieben, A. Klein geschrieben habe ich es direkt hier neben, das ist innerhalb eines Satzes oder wenn ihr mitten im Satz seid. A groß geschrieben, A klein geschrieben. A in der Aussprache. Seht ihr das in den Klammern? A in der Aussprache. Dann habe ich noch das A, wie man das A zum Beispiel, wenn man telefoniert, ausspricht. Man sagt dann A wie Anton, damit der andere, der einen jetzt gerade nicht anschauen kann und die Aussprache aus dem Mund an den Lippen ablesen kann, das kann man ja übers Telefon nicht, so kann man als Hilfe sagen A wie Anton. B ist das jetzt hier, ist einmal groß geschrieben und einmal klein geschrieben. B ist die Aussprache, B-E, B. Und auch hier B wie Bertha. Das ist die Aussprache dafür oder das Buchstabieren dafür, wenn ich es am Telefon jemandem sagen möchte, welchen Buchstaben ich meine. Sonst kann man den einzelnen Buchstaben etwas schlechter verstehen, als wenn ich sage B wie Bertha. Das sind extra ausgewählte Namen oder auch Wörter, in denen es sehr, sehr einfach ist, das zu verstehen. Es gibt fast kein Missverständnis damit. B wie Bertha. C groß geschrieben, C klein geschrieben. Das ist die Aussprache. C. Tatsächlich. C. Lest es so ab und versucht es so auszusprechen. Ist dann einfacher für euch. Die deutsche Sprache ist nicht einfach in der Aussprache. Ich denke, dass man das hier mit Hilfe dieser Schreibweise das auch besser lernen kann und für sich auch zu Hause üben kann. Haltet einfach das Video mittendrin an. Ihr könnt es ablesen. C ist die Aussprache dazu. C wie Cäsar sage ich am Telefon, wenn ich jemandem sagen würde, schreiben Sie das bitte mit C. C wie Cäsar. Dann weiter. D groß geschrieben, D klein geschrieben. D ist die Aussprache. D-E. Schaut mal hier, die Aussprache. D. D wie Dora wäre wieder für das Telefon. D wie Dora. Man benutzt sehr viele Namen. Dora ist auch ein Name. E groß geschrieben. E klein geschrieben. Das ist die Aussprache. E ist einfach E. Kein zweiter Buchstabe dazu für die Aussprache. E. E wie Emil. Schon wieder ein Name. E wie Emil am Telefon, wenn ich es buchstabieren möchte. E. Schreiben Sie einfach E, wie Emil. F groß geschrieben, F klein geschrieben. F, das ist die Aussprache. F.
Ein Buchstabe wird mit 2 Buchstaben ausgesprochen. F wie Friedrich. F wie Friedrich. Am Telefon kann ich das so buchstabieren. Schreiben Sie F wie Friedrich. Jeder versteht es. G, groß geschrieben, klein geschrieben, G. G ist die Aussprache, sind 2 Buchstaben. G-E. G wird recht weit hinten im Hals ausgesprochen. G. G. G wie Gustav. G wie Gustav wäre am Telefon einfach zu buchstabieren. In der heutigen Zeit möchte ich das fast erweitern. G wie Google, kennt auch jeder. G wie Gustav, G wie Google wäre für die heutige Zeit vielleicht noch übertragbar. G wie Gustav. Der Buchstabe H groß geschrieben, der Buchstabe H klein geschrieben. Die Aussprache H. Ihr hört es, wenn ich es sage, dann hauche ich mehr oder weniger den Buchstaben H. Mit meinem Ausatmen spreche ich den Buchstaben aus, spreche aber auch ein deutlich hörbares A. H. Weil wenn ich nur machen würde, würdet ihr nichts hören. H ist die Aussprache. Das H. Der Buchstabe H. Mit der Aussprache H. Das wäre H-A. H. H wie Heinrich. H wie Heinrich. Wieder ein Name. I groß geschrieben. Der Buchstabe I klein geschrieben. I spreche ich so aus. I ist einfach nur ein Buchstabe, weil ich in dem Wort I, wenn ich dieses ausspreche, einen Tonlaut habe. I. I hat aber einen eigenen Tonfall. Deswegen kann man das I einfach nur mit I beschreiben. Ohne zweiten Buchstaben. Einfach I. I wie Ida. J groß geschrieben, der Buchstabe J groß geschrieben, der Buchstabe J klein geschrieben. So sprechen wir Deutschen den Buchstaben J in der Aussprache aus. J. I-O-T. J. J. J wie Julius. J wie Julius. J. Der Buchstabe J ist in der Aussprache J. Wenn ich ihn aber angefügt in einem Wort ausspreche, an Buchstaben angefügt, fügt es sich ganz hervorragend dort ein, indem das Wort wie Julius klingt. J wie Julius. K, der Buchstabe K groß geschrieben, der Buchstabe K klein geschrieben. K in der Aussprache sind 2 Buchstaben. K. K. Wenn ich den Buchstaben nur mit einem einzigen Buchstaben, denn mit dem eigentlichen Buchstaben K aussprechen würde, K, der hat keinen eigenen Tonlaut. Das ist ein bisschen verrückt, aber tatsächlich ist es so. Deswegen habe ich euch das so aufgeschrieben, damit ihr das lesen könnt und so versuchen könnt auszusprechen. Immer wieder einfach das Video anhalten und versuchen, das auszusprechen. K ist der Buchstabe K. K wie Kaufmann. K wie Kaufmann. L groß geschrieben, L klein geschrieben. L wird E-L gesprochen. L. L. L wie Ludwig. L wie Ludwig. M, der Buchstabe M, groß geschrieben, M. Der Buchstabe M, groß geschrieben, M. Der Buchstabe M, klein geschrieben, M. Der Buchstabe M in der Aussprache ist E-M. M. Wenn ich den Buchstaben einzeln aussprechen würde, einfach nur den Buchstaben M, dann würde rauskommen Der hat keinen eigenen Tonlaut. M. M wie Martha. M wie Martha. N wie Nordpol. N groß geschrieben. N
klein geschrieben. E-N, N. Auch hier wieder genau das gleiche Problem. Der Buchstabe N, eigentlich der einzelne Buchstabe N, hat keinen eigenen Tonfall. Der Buchstabe N, wenn ich nur den Buchstaben N ausspreche, würde ich sagen, N kann man besser verstehen. N. M, N. Seht ihr das? M ist der vorige Buchstabe groß geschrieben und klein geschrieben. M. Der Buchstabe, den wir jetzt haben, ist N. Seht ihr, was passiert? N. M, N. N wie Nordpol. N wie Nordpol. O, groß geschrieben, O, klein geschrieben. O in der Aussprache hat einen eigenen Tonfall. Deswegen brauche ich hier keinen anderen Hilfsbuchstaben dazu. O. O wie Otto. P, groß geschrieben, P klein geschrieben. P braucht einen eigenen Tonfall dazu. P. Wenn ich einfach nur den Buchstaben P aussprechen würde und möchte euch das für eure Aussprache vermitteln, damit ihr das zu Hause lernen könnt, würde ich nur machen P. Das wäre gerade der Buchstabe P. Und das wäre zu wenig. P. P. P wie Paula. Auch wieder ein Name, den wir in Deutschland haben. P wie Paula. Ich glaube, den Namen gibt es auch in Spanien. P wie Paula. Q. Q. Q groß geschrieben, Q klein geschrieben. Q in der Aussprache ist K-U. Q. Ich fange ziemlich weit hinten im Hals an. Eigentlich auf der Mitte vom Hals. Q. Q. Q wie Quelle. Q wie Quelle. Nicht wie bei euch in der wunderschönen Sprache Spanisch, Quelle. Nein, in Deutsch ist es Quelle. 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 Ja? Quelle, als wenn ihr ein einziges L hättet in eurer Sprache. In der spanischen Sprache ist es so, als wenn ich ein einziges L hätte. Quelle. Der Buchstabe R groß geschrieben, der Buchstabe R klein geschrieben. R, E-R ist die Aussprache. R, R, R. Auch wieder für die spanischsprachigen Leute, das wird gerade nicht vorne auf der Zunge ausgerollt. R no es. R no. R. Der Buchstabe R wird so ausgesprochen. R. R no es. Das ist nur für meine spanischsprachigen Freunde, weil die das R woanders aussprechen als die Deutschen, als die Engländer, als viele andere Sprachen. Tatsächlich ist das ein Unterschied. R wie Richard. R wie Richard. R wie Richard. S groß geschrieben, S klein geschrieben. S ist die Aussprache ES. Das S hat jetzt wieder keinen eigenen Tonfall. S, wenn ich einfach nur das S aussprechen würde, würde ich sagen S. S. Das reicht nicht, um jemandem zu sagen, schreib bitte ein S. Das reicht nicht. Deswegen habe ich die Aussprache hier in dieses Dokument so übernommen. S. E-S. S. S wie Samuel. S wie Samuel. Wir Deutschen sprechen auch das S etwas anders aus als meine lieben spanischen Freunde. Das S kann ich aber auch, und es wird keiner euch missverstehen, wenn ihr sagt S wie Samuel oder S wie Samuel. Das kann man so aussprechen. Das verstehen die Leute auch. Aber wenn ihr es wie Deutsche aussprechen wollt, S wie Samuel. T im Großbuchstaben, T im Kleinbuchstaben, T in der Aussprache, T-E. Auch wieder kein eigener Tonfall, von daher T-E. Die Aussprache in Deutsch ist T, T.
T wie Theodor, T wie Theodor, wieder ein deutscher Name, Theodor. U groß geschrieben, U klein geschrieben. U hat einen eigenen Tonfall. Hört ihr das? U. U. U hat einen eigenen Tonfall und benötigt keinen anderen Buchstaben dafür. U. U wie Ulrich. U wie Ulrich. Auch wieder ein deutscher Name. Ulrich. U. V. Groß geschrieben, V klein geschrieben. V in der Aussprache. V, weil genau das sage ich. V wäre vom Tonfall her so klein und so erstickend für diesen Buchstaben, dass ich das niemandem sagen kann, kein Mensch würde mich verstehen. F ist weniger als F. V. V wie Viktor. Funktioniert mit einer Anreihung von anderen Buchstaben ganz hervorragend im Wort. V wie Viktor wäre richtig, wenn ich das am Telefon buchstabieren muss. Schreiben Sie V wie Viktor, dann stimmt es auf jeden Fall. Es ist eine sehr große Verwechslungsgefahr, die man übrigens hat im Deutschen, wenn ich zum Beispiel V wie Vogel nehme. Es gibt viele Leute, die Vogel mit F schreiben. V und F wird sehr oft verwechselt in der deutschen Rechtschreibung. W, Buchstabe W groß geschrieben, W klein geschrieben. W in der Aussprache, W. W, der Buchstabe in der Aussprache, der Buchstabe W. W wie Wilhelm. W wie Wilhelm. X groß geschrieben, X groß geschrieben, X klein geschrieben. IKS. X ist tatsächlich so wenig an Buchstabe, dass 3 andere Buchstaben dazu benutzt. X. X wie Xantippe. Beim Telefonieren haben wir die Wörter so gewählt, dass die Wörter unmissverständlich sind. X wie Xantippe. Es gibt fast kein anderes Wort, was dem ähnlich ist im Wortlaut, und von daher hat man diese Wörter so gewählt, damit das Missverständnis nicht aufkommt. Schreiben Sie X wie Xantippe. Jeder würde das verstehen. Y. Y. Der Buchstabe groß geschrieben, Y. Der Buchstabe Y klein geschrieben. In der Aussprache braucht er tatsächlich, weil es keinen eigenen Tonfall gibt, das komplette Wort Y. Z groß geschrieben, Z klein geschrieben. Z in der Aussprache ist komplett verschwunden. Z benötigt wieder 3 weitere oder auch 3 andere Buchstaben mit Tonfall, damit ich den Buchstaben Z aussprechen kann. Z. Z wie Zacharias. Z wie Zacharias. Die Umlaute in der deutschen Sprache, in dem Alphabet, dürfen nicht fehlen. Liebe Freunde, die müssen wir dann auch noch dazu lernen. Der Buchstabe A hat den Umlaut Ä. A, E. Diese Gegebenheit wird eingesetzt, wenn ich zum Beispiel einen Umwurf von Verben machen möchte oder wenn ich von Singular auf Plural umschwenken muss, weil es mehrere sind. Dann benutze ich dazu Ä. Aus dem A wird dann ein Ä. Aus dem O wird aus dem Singularwort ein Pluralwort. O ist dann gleich Ö. Singular O, Plural Ö. Ü ist genau das Gleiche. Aus dem U wird ein Ü. Genau das Gleiche. Aus dem U wird ein Ü. Ein Ü benutze ich, um aus dem U im Singular in einem Wort ein Ü zu machen, im Plural in einem Wort. Am Telefon buchstabiere ich die Umlaute als Ä wie Ärger. Ä wie Ärger. Ö wie Ökonom.
Ü benutze ich am Telefon, um demjenigen am Telefon zu buchstabieren, den Buchstaben Ü als Übermut. Ü ist Übermut. Schaut euch auch das Video an, damit ihr wisst, wie ihr in Deutschland die Leute, fremde Leute, Leute in Ämtern, Beamte ansprechen müsst.